Weil wir haben eigentlich alle so eine ganz starke Sehnsucht danach, nach dieser Natürlichkeit und dieser Urlebendigkeit. Und wie man die leben kann und wie man die entdecken kann, das wollen wir euch in dem Video gerne schildern. Natürlich heißt, ich lasse einfach alles zu. Ich lasse alles völlig raus. Unkontrolliert. Eigentlich ne? Dieses unkontrolliert. Ne? Ich sage jedem meine Meinung und ich mache, was ich will und mir schreibt keiner mehr was vor. Das ist auch so, das ist eine erdachte Natürlichkeit. Also wir denken, wenn wir so sind, dann also entweder dieses angepasste, freundliche oder dieses überbordernde, nicht mehr in irgendwas reinzupassen, sind beides auch Kontrollmechanismen vom Mind. Also wir kontrollieren weiter. Das ist einfach der Mind, der sich auslebt in unkontrolliert und im kontrolliert. Genau. Und das, was wir aufzeigen wollen, ist eigentlich diese Echtheit und Natürlichkeit, die so wie außerhalb ist vom Mind. Die ist nicht unkontrolliert und nicht kontrolliert. Und wenn wir mit dem Mind diese Natürlichkeit suchen oder diese Echtheit, können wir nur in dieses Schema 1 rein. Wir versuchen so eine kontrollierte Natürlichkeit oder Echtheit zu finden. Und da werden wir an die Grenzen kommen. Wir werden Gefühle haben wie Wut, Angst, Schmerz und so, wo da wir nicht reinpassen. Oder Hass oder einfach so eine Lebendigkeit, wo vielleicht viel zu stark ist. Und das andere, im Unkontrollierten werden wir uns genauso nicht zurückverbinden können eigentlich mit dieser Urlebendigkeit, weil die halt einfach auch erdacht ist. Der Mind hat das Gefühl, jetzt muss ich einfach mal unkontrolliert sein und dann fängt man an, wie filterlos alles rauszulassen. Aber einfach das, was der Mind einfach hergibt. Genau. Was der Mind hergibt. Ne? Und was wir meinen, ist die Natürlichkeit und Echtheit von wirklich tief drin. Ne? Wer sind wir tief drin in uns? Sind wir wirklich gut? Haben wir eine Lebendigkeit, die, man könnte sagen, wie so außerhalb vom Mind eigentlich auch ist? Das ist vielleicht, wie ich finde es noch ganz schön, die echte Lebendigkeit, die war schon da, bevor der Mind entstanden ist. Und wir kennen das alle. Also als Kind hatten wir das. Wir haben das schon gelebt. Der Mind ist später gekommen. Also dieses Denken und Kontrollieren wollen, das ist irgendwann mit einem Alter von so und so vielen Jahren passiert. Aber vorher war diese Natürlichkeit. Wir haben als Baby einfach geweint, wenn wir Hunger hatten oder traurig waren oder jemand gefehlt hat. Wir haben gegluckst, wenn wir glücklich waren. Wir haben einfach gebrüllt, wenn wir Hunger hatten. Aber genauso wieder, wenn wir satt waren. Also diese Natürlichkeit, wie wir am Anfang gesagt haben, wo die Natur einfach hat. Wo ein Tier hat, wo eine Pflanze, die einfach wächst, wo sie wächst und niemanden fragt. Und trotzdem ist sie nicht, also sie ist nicht kontrolliert. Ne? Sie ist einfach nicht natürlich und nicht unkontrolliert. Ne? Die Lebendigkeit ist wie auch halt nicht unkontrolliert. Genau, ne? genau. Ja. Und deshalb ist einfach so diese Lebendigkeit ist der Schlüssel. Die ist jenseits vom Mind. Und der Mind versucht, diese Lebendigkeit irgendwie in Kontrolle zu bekommen, indem er kontrolliert oder das Gefühl hat, ja, das muss einfach da so drüber. Aber diese Lebendigkeit, die ist ganz anders. Also der Mind kommt da wie nicht hin, der kann die nicht erfassen. Der ist wie zu klein, um diese Lebendigkeit wirklich zu erfassen oder auch kontrollieren zu können. Ja, und er hat dann weil er nicht so einen direkten Zugang dazu hat, wie so eine gewisse Angst davor, eigentlich das Leben wie laufen zu lassen. Genau. Ne? Und man könnte sagen, man lässt das Leben in sich laufen. Man lässt es laufen. Und das hat viel mit Vertrauen halt auch zu tun. Ne? Also mit Vertrauen eigentlich in sich selber, in das, was hier leben will, in diese Echtheit vom Fühlen, in diese Lebendigkeit vom Ausdrücken, von dem, was man machen will. Mit den Gefühlen von Angst oder Wut oder Liebe. Da ist wie eine Lebendigkeit, die leben will. Und dieses Leben, da gibt es wie so einen Weg eigentlich zurück, wie du so schön gesagt hast, eigentlich so, bevor der Mind eigentlich da gewesen ist.
ist diese Lebendigkeit da gewesen, diese Echtheit. Und die ist auch jetzt noch da. Ne? Und es gibt keinen kontrollierten Weg oder unkontrollierten Weg zurück in diese Lebendigkeit. Zu erkennen, dass wir kontrollieren oder dass der Mind halt unkontrolliert lebendig sein will, das, würde ich sagen, steckt schon den Rahmen vom Mind ab. Das zeigt eigentlich schon auf, hier sind die Grenzen vom Mind. Und wenn man da Stille hält, merkt man, da ist man schon drüber. Da ist was, wo hier jetzt lebendig ist. Wo hier echt ist und sich ausdrücken will. Ohne ein Filter von kontrolliert oder ein Filter von unkontrolliert. Ne? Und indem man sich immer mehr dem anvertraut, also eigentlich über den Mind hinausgeht, erfährt man auch, dass das, was in uns ist, gut ist. Da ist was, wo, man kann es einfach nur so sagen, dass es wie gut ist. Also es fühlt sich wie gut an, echt zu sein und natürlich zu sein. Und das ist was, wo man wie ein Vertrauen reinbekommt, ein Vertrauen in diese Intuition auch, sich natürlich zu geben oder echt zu sein, dass man das vorzieht, anstatt kontrolliert. Das fühlt sich dann wie so eine Zwangsjacke an. Also man versucht wie seine eigene Lebendigkeit so kontrolliert zu leben. Und genauso das andere, dieses unkontrolliert Leben, macht auf die Dauer einfach unglücklich. Ne? Das ist was, wo man könnte sagen, wie so unnatürlich ist. Ne? Und dieser Weg zurück, das kann nicht der Mind macht die Grenze. Der Mind hat eigentlich diese Grenze gemacht, erschaffen von einer Idee von, was natürlich ist. Und wird eigentlich immer schräger damit. Also ja, wir haben so das Gefühl, oh, wir sind so wichtig oder jede Regung hier drin ist, ich bin halt so. Ne? Man hört ja auch viel so, ich bin halt so. Ne? Und da können wir meistens sagen, du weißt gar nicht, wer du bist. Ne? Da ist nichts, wo ich bin halt so. Ich bin halt so ist die Grenze vom kontrollierten oder unkontrollierten Mind. Ne? Die wahre Lebendigkeit, die außerhalb vom Mind ist, die hat kein ich bin halt so. Da ist eine Lebendigkeit, die sich ausdrückt und immer wieder verändert. Also da ist eine riesen Freiheit da. Das ist eine Freiheit da, in alle Richtungen zu gehen. Unendliche Möglichkeiten und so. Da gibt es nie einen Punkt, wo ich bin halt so. Diesen festen Punkt gibt es in dieser Natürlichkeit und Echtheit halt nicht. Ja? Und von dem her gibt es auch keine Schranke. Es gibt keine Schranke, dass der Weg halt, der Lebensweg halt auch eigentlich immer so geht, so wie wir uns das vorstellen. Ne? Es ist frei. Und diese Freiheit ist manchmal vielleicht beängstigend für den Mind, aber eine totale Befreiung eigentlich für das Leben. Und in dieser Freiheit, in diesem Leben erscheint dann die Liebe oder der Frieden und die Glückseligkeit vom einfachen Sein, von dieser puren Natürlichkeit. Und vielleicht für die Angst davor haben, manchmal ist es ja wie so, dass man das Gefühl hat, oh mein Gott, wenn das weg ist und nichts mehr kontrolliert, wonach soll ich mich denn dann ausrichten? Ne? Und da finde ich einfach auch so schön, die Natur, nach was richtet die sich aus? Nach der Sonne, ne? Also nach dem Licht. So, und das ist wie so, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass wir uns einfach dem Leben ausrichten, der Sonne, dem Licht, das, was scheinen will, das, was strahlen will, das, was leben will in uns. Wenn wir uns nach dem ausrichten, das ist schön. Das ist unsere Sehnsucht. Jeder will eigentlich scheinen und strahlen eigentlich in seiner Natürlichkeit. Und die zu finden ist so wertvoll und schön. Und da wollen wir Mut machen, dass jeder selber so diesen Weg geht und seine Echtheit und Natürlichkeit findet. Schön. Ja. Wir sind da, wir unterstützen Menschen, die die Sehnsucht danach haben.
Genau, könnt gerne auch Kontakt aufnehmen. Und wenn euch die Videos gefallen, jede Woche kommen Videos auf unserem YouTube-Channel heraus. Und ihr macht uns eine große Freude, wenn ihr liked oder abonniert. Das hilft uns. Dann wird es mehr gezeigt. Ja, es wird mehr gezeigt. Dann können auch andere Menschen das noch sehen. Ja. Danke dafür. Ja. Schönes Wochenende. Ja, danke auch.